scharf wie Da Vinci. Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Usko Talks 4. Heute ein sehr besonderer Gast für mich, mein Bruder Yusuf Amin. Alles gut? Danke, Bruder, dass du da bist, dass du dir Zeit genommen hast, mein Bruder. Immer gerne. Es ist mir eine Ehre, dich hier zu haben. Wir sind hier in Hannover bei Panova. Ja, Bruder, wie geht's dir? Bruder, sehr gut. Ja, ich bin jetzt wieder in Deutschland nach einer langen Saison. Als Bruder bin ich hier bei dir in Hannover. Machen wir ein schönes Interview, ja? Ja, das wird auf jeden Fall schön. Wir sprechen heute einfach mal über deine Karriere, über deine Laufbahn, wie alles so gekommen ist. Fang mal ganz basic an, Bruder. Wo hast du angefangen, jugendfußballmäßig? Wie ging es los? Wie bist du überhaupt auf Fußball gekommen? Bruder, mein Vater hat auch vorher halt gespielt, hier in Deutschland. Ja. Und dann, Bruder, du fängst ganz normal an, erstmal, Bruder, wenn du ein kleines Kind bist, Bruder, mit dem Ball und so. Und dann, ich bin halt in Bochum aufgewachsen. Da gibt es halt eine Mannschaft, Bruder, die heißt TuS Querenburg. Da war ich mit meinen ganzen Kollegen dort einfach zocken. Und dann, Bruder, von dort nach Bochum in die U9 bis zur U11. Und dann von dort aus nach Dortmund, von der U12 bis zur U17 und dann nach Viktoria und Viktoria. Also wie wurdest du gesichtet von Bochum? von Bochum nach Dortmund? Nee, von deinem ersten Verein, dass du U9 direkt zu Bochum gegangen bist. Das ist ja NLZ, oder nicht? Ja, Bruder, wir hatten halt eine gute Jugend, muss man sagen, zu dem Zeitpunkt. Und da hatten wir ein Testspiel gegen Wattenscheid, auch eine größere Mannschaft in Bochum. Bruder, da habe ich halt sehr gut gespielt, da haben die mich zum Probetraining eingeladen. Dann meinten die, komm, und dann direkt erste Training. War der 9-jährige Yusuf aufgeregt? Bruder, ich war sehr aufgeregt, Bruder, ja, weil wenn man aus Bochum kommt, so dort aufwächst, man weiß schon, was dieser Verein dort bedeutet. Und wenn man dann sagt, man spielt bei Bochum, das kommt auch schon gut an bei jedem und man war schon aufgeregt. Aber hast du auch, als du gestartet hast, schon als Flügelspieler gestartet oder hattest du eine andere Position? Bruder, als man klein war, Bruder, ich habe mir einfach nur den Ball geholt, Bruder, und habe angefangen zu dribbeln. So wie jetzt. Nichts hat sich verändert, ja. Einfach dribbeln. Einfach dribbeln, Bruder, ja, das ist einfach meine Stärke, ja. Du liebst das, ne? Ich liebe, Bruder. Einfach den Ball nehmen, Bruder, und dribbeln. Und also dann warst du in der U19, das war Junioren-Bundesliga, glaube ich, ne? Genau, da kam schon Corona-Zeit. Hat Corona-Zeit angefangen und wir hatten noch weiterhin 3 Spiele mit Viktoria Köln. Ja. Habe ich gut gespielt und auch oben sind dann aufmerksam geworden. Und dann, als wieder dieser Break war für Corona, hat der Trainer von der ersten Mannschaft sich zu sich geholt. Dort habe ich dann halt gut performt und dann kam es halt so schnell, dass man Profi wurde. Ich erinnere mich so an diese Zeit, man hat es ja immer so mitbekommen. Aber so, was war das so für ein Gefühl? Und kannst du dich noch an diesen ersten Kontakt erinnern, wo du zu den Profis gerufen wurdest? Also was war das für ein Gefühl, als der Trainer gesagt hat, oder ey, du trainierst heute bei den Profis, wie war das? Oder du musst dir vorstellen, als ich schon bei Viktoria gespielt habe in Köln, ich habe immer noch in Bochum gewohnt, weißt du? Ja. Und mein Vater hat mich jeden Tag 1,5 Stunden, manchmal 2 Stunden zum Training gebracht, die ganze U19-Saison. Und Bruder, und dann, als dieser erste Anruf kam, Bruder, das erste, was ich mir gedacht habe, okay, das hat sich gelohnt jetzt. Der ganze Aufwand mit meinen Eltern, die haben mich jeden Tag zum Training gebracht, Bruder. Ich musste ab und zu, ich konnte nicht in die Schule, ich war so kaputt. Ja. Ich habe einfach geschwänzt, Bruder, weil ich so kaputt war, ich konnte nicht. Nimm das natürlich nicht als Beispiel, nein. Das auf keinen Fall. Ja. So, Bruder, dann kam halt der erste Kontakt und dann haben die auch gesagt, wir würden uns freuen, wenn du nach Köln ziehst. Ja. Weil wir haben schon Pläne hier mit dir und Bruder, das war eigentlich einer der schönsten Gefühle. Ja. Und aber der Trainer, also dein U19-Trainer hat dann zu dir gesagt, ey, du trainierst heute bei den Profis, oder wie war das? Genau, so war das so. Der Trainer, die haben eigentlich auf einer anderen Position einen Spieler gebraucht, aber ich muss sagen, der U19-Trainer damals bei Viktoria Köln, der ist jetzt Cheftrainer bei Viktoria Köln. Okay. Der hat halt sehr viel von mir gehalten. Ich bin bis heute noch unnormal dankbar. Und er meinte direkt auf dieser Position, auch wenn es nicht deine Position ist, ich will dich nach oben bringen. Und dann kam das so zustande. Kannst du dich an deinen ersten Profi-Einsatz erinnern? Und mein erster Profi-Einsatz war direkt auch Startelf-Debüt gegen MSV Duisburg. Keine 10, 15 Minuten direkt Startelf. Ehrlich, ich habe, glaube ich, 7 Einheiten gehabt mit der ersten Mannschaft.
und direkt dann gespielt, Bruder. Krass. Ehrlich. Du warst 17, glaube ich. 17, ja. Ich erinnere mich so, diese Dings, so, also als dann über dich berichtet wurde, so 17-Jähriger in der 3. Liga, dann gab es ja auch deinen ersten Scorer, deine ersten Tore, auch viele Banger, Ja, Bruder, ein paar dabei, ja. ein paar Curler, Longshot, Finesse, alles dabei. Was war dein erstes Tor, kannst du dich daran erinnern? Mein erstes Tor war das erste Saisonspiel auf der danach kommenden Saison. Das war gegen Viktoria Berlin, wo Marcel Risse mir dann so eine Flanke spielt und ich einfach Tap-In reinmache. Gegen Viktoria Übrigens, Berlin. Grüße gegen einen Kollegen hast du davon gespielt, Erhan Yilmaz, Grüße an Erhan. Grüße zurück. Tap-In. Marcel Risse, der von Dings, ne? Von FC Köln. Ja, genau, Legende, Bruder. Ja, stimmt. Und was war das für ein Gefühl, Bruder? Du machst dein erstes Profitor. Bruder, War das ein Heimspiel? das war Auswärtsspiel, erstes Spiel. Ah, okay. Heimspiel wäre brutal Ja, gewesen. Bruder, wäre brutal gewesen, aber boah, da habe ich schon angefangen, so mich an diesen Fußball zu gewöhnen und so, ich sag mal so, wenn man, Bruder, das kommt nicht darauf an, ob du jetzt jung oder alt bist, kommt einfach nur darauf an, ob du jetzt einfach gut bist oder nicht, weißt du? Ja. Und das hat auch der Trainer gesehen dann und da habe ich halt auch mit 17 halt sehr viele Einsätze gehabt in der 3. Liga und auch gute Scorer gesammelt. Ich glaube, am Ende waren es 7 in einer Saison. Also Debütsaison als 17-Jähriger, 17, 3. 18. Liga ist Ja. krasser Wert. Ja, war ein guter Wert, aber dann so, natürlich wollte man dann auf jeden Fall den nächsten Step machen, aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, dass in Deutschland jetzt halt Mannschaften jetzt kommen, so, weil wenn man jetzt heutzutage schaut, Bruder, dann, wenn so ein 16-, 17-Jähriger in der 3. Liga auseinander nimmt, Bruder, ist komplette Bundesliga, wenn nicht Zweitliga interessiert, ne? Ja. Und das hatte ich damals nicht. Und dann kam halt Feyenoord Rotterdam. Auch unfassbare Erfahrung, wenn man dort sieht, als ich dort mal öfter oben mittrainiert habe. Also ich bin zu U21 gewechselt. Wenn man dort sieht, was für Qualität da war, oder Santi Jiménez, Okan Kökschu, oder war schon... Aber du hattest einen Profivertrag. Ich hatte einen Profivertrag genommen für 2 Jahre. Und dann erste 6 Monate, Bruder, ich musste reinkommen, erstmal richtig von zu Hause weg, man lebt alleine. So, und dann ging es eigentlich danach bergauf, weißt du, die meinten, wir wollen sie jetzt öfter mit der ersten Mannschaft sehen. Habe ich auch Preseason gehabt. Wer war der Trainer zur Zeit bei den Profis? Arne Slot. Der von Liverpool Der jetzt. von Liverpool, ja. Und der hat mich auch eigentlich gemocht, er meint, ich mag richtig, wie du spielst, weil er steht auf diese 1-1 und so. Und dann Ende der Preseason kam er auf mich zu. Er meinte, wir haben jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder du wirst jetzt ausgeliehen, weißt du? Ja. Entweder du wirst ausgeliehen oder du suchst dir was anderes. Gab es aber schon die Vereine, also waren die schon klar, wo die dich ausleihen wollen? Die wollten mich in 2. Liga Holland ausleihen. Okay. Dordrecht hieß das, heißt die Mannschaft. So, aber Bruder, ich war so, ich dachte mir so, ich kann jetzt nicht 2. Liga Holland, so, weißt du? Ich dachte mir so, ich habe diesen Sprung schon eigentlich gemacht von 3. Liga Deutschland so in eine sehr, sehr gute Mannschaft, weißt du? Aber hattest du auch Einsätze bei Dings? Nur Testspiele. Nur Testspiele. Nur Testspiele, Bruder, nur Testspiele. Genau, dann hat er mir halt ehrlich gesagt, so, er meinte, ich feiere sehr, wie du spielst, so gefällt es mir sehr, aber auf deiner Position sind halt schon sehr, sehr gute Spieler, die schon viel weit gestandene Spieler, Bruder, ja, die auch schon WM gespielt haben, Champions League, weißt du. Dann ist es natürlich schwer. Dann kam halt der Kontakt zu Braunschweig. Und Aber nur kurz, ich grätsch kurz nochmal rein, sorry. Was war so der Unterschied zwischen dem deutschen Fußball, also 3. Liga, Profifußball? Gut, du hast dann bei der U21 gespielt, aber wie war es trotzdem so, als du mal bei den Profis warst? War das so ein Riesenunterschied? Also wie war der Fußball in Holland und wie so in Deutschland? Bruder, nichts gegen Drittliga-Fußball. Jeder weiß, wie stark diese Liga ist, so. Wie körperlich und robust einfach diese Liga ist. So. Jedes Spiel, man weiß nicht, wer gewinnt. Aber als ich diese ersten Trainingseinheit hatte mit Feyenoord Rotterdam, Bruder, ich bin direkt nach Hause gegangen, ich musste direkt schlafen, so kaputt war ich. War aber nicht nur körperlich, Bruder, einfach auch mental, weißt du? Ja. Alles geht so richtig schnell, so. Dein erster Kontakt muss perfekt sein, um halt einfach auf diesem Niveau halt mitzumachen. Und du weißt ja, wie Holländer sind, Bruder. Also es ist halt eine technisch versierte Liga. So. Ja, unnormal. Und das hat mich auch viel weitergebracht, weißt du, ich konnte dann meine Stärken noch mehr stärker machen. Zum Beispiel mein Dribbling, Passspiel, Abschluss und so.
Genau, Bruder. Und dann so kam dann halt Braunschweig. Die kannten mich halt noch auf der vorherigen Saison bei Viktoria. Und dann haben die gesagt, ja, wir geben dir die Chance hier, wir sehen was in dir. Aber ich hatte das Gefühl am Anfang, ich muss mir das jetzt erarbeiten hier in Braunschweig. Weil ich hatte das Gefühl, dass der Trainer mich jetzt so gut kennt und so. Ist auch eine lustige Story einmal. Er meinte jetzt, was bist du jetzt eigentlich? Bist du Deutscher oder bist du Kurde, Iraker? Also, er hat mich so gefragt, Bruder. Also ich hatte gar nicht das Gefühl, er kennt mich. So, aber ich habe meinen Platz gemacht, Bruder. Ich habe dann meine Einsätze gehabt, auch Startelfdebüt, Zweitliga und genau, Bruder, so. Ich war ja oft auch im Stadion damals bei Eintracht Braunschweig und dann habe ich dich auch damals gesehen, aber damals kannten wir uns nicht so. Ja, damals sollte es nicht sein, aber wir haben uns hier kennengelernt. Ich habe das damals auch so verfolgt. Du hättest da meiner Meinung nach auf jeden Fall viel mehr Einsätze, viel mehr Startelf-Einsätze auch verdient, meiner Meinung nach, aber es ist alles so geschrieben einfach. Sollte einfach so kommen, wie es gekommen ist. Du weißt doch, Zweitliga Deutschland ist auch gerade nicht einfach, wenn man auch um Abstieg spielt, dann stehen lieber Trainer drauf, halt gestandene Spieler spielen zu lassen. Ja, auf jeden Fall. Als dann so ein Risiko zu gehen, einen 19-Jährigen, 20-Jährigen. Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen normal, weil letztendlich du bist im Abstiegskampf und da wird ein anderer Fußball einfach gespielt. Genau, das ist nicht mehr dieses technisch-taktisch versierte, sondern einfach, du bist halt im Abstiegskampf und das heißt kämpfen und zweiten Ball ziehen, langer Ball und einfach nur ackern. Genau, Bruder. So habe ich das auch. Darum, man hat ja im Training gemerkt, auch meine Mitspieler und so, die meinten, so was du am Ball machst und so, ist unfassbar und so, aber ich konnte am Ende den Trainer auch verstehen, Bruder, weißt du, ich bin gar nicht böse. Er hat einfach seinen Plan gehabt, andere Spieler vorgezogen, Bruder, und so ist halt geschrieben. Genau. Und nach Braunschweig kam dann der Wechsel nach Saudi, Genau, zu Al-Wahda. Ja. Wie ist es dazu gekommen und also auch die Entscheidung so, als so junger Spieler nach Saudi zu gehen? Wie war es so? Bruder, eigentlich wollte ich noch ein Jahr bei Braunschweig bleiben und weil ich habe eine gute Vorbereitung gespielt und ich habe mich auch gut gefühlt und dann kam halt der Kontakt, ne, von Saudi. Haben die halt mich angerufen, haben die mir den Plan gezeigt, haben die auch mir die Liga alles gezeigt und ich war so bereit, mäßig was komplett Neues zu machen dann auch. Und dann, wenn man dann halt schaut, wer da alles spielt, die ganzen Stars, dann habe ich mir auch nicht 2-3 Mal überlegt, Bruder. Ich wollte diesen Schritt machen. Klar, also darauf kommen wir noch, darauf komme ich noch hinaus, auf deine Gegenspieler. Aber du bist dann hingeflogen, Mekka ist, glaube ich, der Verein. Erstmal bin ich zum Trainingslager nach Alicante geflogen. Ja. Die haben dort Trainingslager gehabt, habe ich meinen Medizincheck gemacht. Habe ich sogar ein Testspiel gemacht. Ohne Erlaubnis von Braunschweig, Boah, die waren sauer, ja. Waren sehr sauer, aber ich war direkt davon. Al-Wahda meinte, aber macht er gar keinen Kopf und so. So, du bist jetzt hier bei uns und nichts geht schief, von daher. Aber es ist crazy, Bruder. Ich bin ein Risiko gegangen, Bruder. Stell dir vor, ich hätte mich in diesem Spiel verletzt. Ja. So, Bruder, vielleicht war nicht schlau von mir, aber Bruder. Wie lange hast du gespielt? Gegen Granada haben wir gespielt. Oh, wie lange? Bruder, 120 Minuten. Plus Elfmeterschießen. Was ist das für ein Testspiel, Bruder? Das war letztes Testspiel von Granada. Das war mir so ein Cup. Ach so, okay. Weißt du? Die haben schon Halbfinale und so gespielt und ich kam dann zum Finale. Und Bruder, der Trainer hat mich dann direkt spielen gelassen, Bruder. Elfmeterschießen, Tor gemacht. Ein Chipper, Bruder. Auf süß. Auf süß, Bruder. Und dann, ja. Und dann bin ich dann mit denen nach Saudi-Arabien geflogen. Dort, die Mannschaft ist in Mekka. Ja. Aber ich wohne da in Jeddah. Weißt du? Ich küsse dir Herz, die fangen an zu bohren. Ja, nicht, Bruder. Ja, also ich wohne dort in Jeddah zurzeit. Und, Bruder, ehrlich, sehr gutes Leben dort. Aber wie war das so von der Mentalen her? Du kommst, du verlässt Europa und du kommst direkt nach Saudi-Arabien. Was ganz, ganz anderes. Andere Kultur, das Land ist anders, die Mentalität ist anders. Gut, du bist, Alhamdulillah, wir sind Moslems, aber trotzdem ist es was anderes einfach. Oder wenn du hier in Deutschland aufwächst, weißt du, natürlich hast du immer noch diese Wurzeln, zum Beispiel ich aus Irak, aber wo das komplett anderes Leben oder andere Mentalität, andere Menschen.
wenn man abends trainiert, Bruder, ich hatte sowas noch nie. Manchmal in Ramadan, Bruder, wir haben 12 Uhr nachts, 1 Uhr nachts trainiert, Bruder. Ich bin 7 Uhr morgens schlafen gegangen, 18 Uhr aufgestanden, Bruder, so. So war manche Tage war mein Tagesablauf so. Ja, da muss sich erstmal der Körper auch mal dran gewöhnen. Ja. Plus, was ich viel anstrengender und schwieriger finde, ist einfach diese mentale Stärke, weil du bist weg von deiner Familie, du bist komplett alleine, ganz woanders. Ja. Die meisten Menschen, glaube ich, können auch nicht die Sprache, so englischmäßig, können die, glaube ich, nicht, also die normalen Leute dort, ne, auf der Straße können nicht viele Englisch, denke ich mal. Ja. Einfach alles, so Kommunikation, alles. So neues Umfeld, du suchst wieder neue Sachen, sei es Friseur, sei es ein Café, sei so, weißt du, Leute, mit denen du redest, du bist einfach alleine auf dich gestellt. Bruder, das stimmt schon sehr. Auch die ersten paar Wochen, Bruder, habe ich auch viel mit Familie telefoniert. So, man muss schon drauf klarkommen, aber man muss sagen, in Saudi-Arabien, die Leute, die machen es auch viel einfacher, weißt du? Die Mannschaftskollegen, Bruder, du gehst nicht auf die zu, die kommen auf dich zu, weißt du? Die machen da jetzt nicht einen auf arrogant oder hier. Also viel offener. Viel offener, Bruder. Kapitän packt mich zu seinem Restaurant nach einer Woche, er sagt, komm Bruder, wir gehen hier was essen. Ich zeig dir die Stadt so. So sind die dort, weißt du, richtig herzlich, so richtig gute Menschen. Und dann wurde es immer einfacher, Bruder, und dann lief es auch sehr, sehr gut. Ja, also viele unterschätzen das einfach. Viele denken, okay, Fußballer hier, da, aber diese Mentale einfach, das ist nicht einfach, meiner Meinung nach. Deswegen. Und dann bist du in der Saudi-Liga angekommen und dann kamen die großen Fische. Die ganz, ganz großen Fische. So, gegen wen hast du nicht gespielt, eigentlich ist die Frage, aber zähl mal ein paar Namen auf. Ich weiß zwar, aber für die Zuschauer nochmal. Bruder, du musst dir so denken, jede Mannschaft in Saudi hat so ein Brettspieler, weißt du, richtig so, den man kennt. Bei Al-Wahda bist du es, Bra. Bei Al-Wahda zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die Leute Igalo kennen, der bei Menio, Nigeria. Ja, Stürmer. Ja, Bruder, da waren, oder die vielleicht an die Marokkaner, Jawad, der Innenverteidiger. Bruder, aber wenn man so sieht, Bruder, wer da rumtanzt, Bruder, Ronaldo, Benzema, Kanté, wer noch, Mahrez, Bruder, Diaby, Bergwijn, Bruder, Neymar, Bilal, Mitrovic, Milinkovic-Savic. Malcolm. Bruder, so jedes Spiel so, man hat ein, zwei Stars gesehen, immer schon stark. Dein Bruder Nacho. Nacho, ja. Mit Nacho habe ich auch eine crazy Story, ja. Erzähl. Es war nach dem Spiel, wir haben gegen Qadisiyah gespielt und ich habe den im Spiel schon nach Trikot gefragt, weißt du? Ja. Meine Eltern sind Real Madrid-Fan und so, also mein Vater. So, ich habe gefragt und er meinte, ja klar, nach dem Spiel gebe ich dir direkt. 2 Minuten später, Bruder, ich habe eine Torchance, 100%ig, ich mach den nicht rein. Es konnte 1:0 für uns stehen. So verlieren wir am Ende 2:0, Bruder, und ich bin dann richtig angepisst. Ich gehe direkt in die Kabine, Bruder. Ich bin gar nicht mehr zu ihm gegangen. So, ich war so nach Hause, Bruder, ich gucke so an jemand, schreibt mir auf Instagram, ich sehe so Nacho. Er sagt, ich habe dich nicht danach gesehen und so, magst du mir deine Adresse schicken? Ich schicke dir das Trikot rüber. Okay, das ist krank. Das ist ein Spieler, der Champions League geholt hat, von Real Madrid kommt, teilweise Kapitän bei Real Madrid war, das noch im Kopf hat, dich auf Instagram sucht, die Privatnachricht schickt. Ja, Bruder. Bruder, du musst dir so denken, Bruder, am Ende, natürlich gibt es unglaubliche Fußballspieler, aber wenn man dann noch so ein Herz hat, Bruder, und immer noch so bodenständig ist, Bruder, das ist bei mir dann, wirst du noch weiter oben eingeschätzt, weißt du? Das ist nicht selbstverständlich. Ja. Das ist krank. Grüße an unser Hermano Nacho. Nacho, Bruder, ja. Kriegst auch nicht so mein Trikot. Wir geben dir das, wobei, nee, das ist meins. Das kriegst du nicht. Das kriegst du nicht. Und das muss ich dich jetzt fragen, Bruder. Cristiano Ronaldo. Aura, Bruder. Aura. Erzähl mal, du hattest ja auch so Zweikampf mit Team und so weiter. Erstmal so, wie ist so seine Aura? Wie ist es so, wenn er so auftritt? Ist das so wirklich ganz, ganz anders, so wenn... Bruder, ich bin ehrlich, ich habe Aufwärmen so 2-3 Mal so rüber geguckt, Bruder, und Bruder, er ist schon ein Ochse, ne? Ja. Und dann, Bruder, wie der da so rumläuft, Bruder, er weiß auch, dass diese ganze Aufmerksamkeit auf ihn ist, weißt du? Das ist Cristiano. Bruder, ja. Und Bruder, wie er auch damit umgeht, ist schon krank, Bruder. Und dann bei dieser Handshake so, bei ihm so Einlaufen, Bruder, hat man schon gemerkt, Bruder, das ist einfach so ein Roboter, Bruder, ja? 40 Jahre alt, immer noch so ein Körper. Und dann, Bruder, im Spiel merkt man das nicht, weil du bist so auf dich selber fokussiert, deine Teammates. So?
Ja, Bruder, dann merkt man ja nicht. Ich glaube, ich persönlich könnte nicht klarkommen. Nein, 100% nicht. Also ich könnte mich nicht richtig konzentrieren. Gar nicht? Nein. Also wenn ich mit ihm auf dem Platz stehe, ich müsste die ganze Zeit diese, warte. Also da ist Kamera ist sehr gut. Diese Bra. Bruder, auch wenn der hat eine unfassbare Aura gehabt. Aber das Krasse ist, Bruder, in dem Spiel, obwohl er Tor gemacht hat, Bruder, haben die Man of the Match mir gegeben, ja. Das ist krank. Tu ihn mal kurz zur Seite. Krank. Aber was habt ihr, du hattest eine Szene, wo ein Freistoß war. Ich weiß nicht, ob du Elfmeter? Ja, die haben Elfmeter bekommen. Und dann gab es so eine Szene, du hast so mit ihm gequatscht, er hat so rübergeguckt nochmal und dann, was war da? Boah, er ist so vorbei an mir gelaufen, Bruder, ich meinte so, machst du ihn rein. So, weißt du, und er meinte, Bro, I'm CR7. Und so, Bruder, ne? So, Bruder, das Tor. Bruder, ich gerade so, oder? Ehrlich. Krank. Das ist krank. Und dann, Bruder, wie er schon diese Elfmeter, diesen Anlauf nimmt, Bruder, man weiß schon, bevor der den Ball trifft, Bruder, ist Tor. Bruder, der Ball war schon drin, als er dir gesagt hat, I'm serious. Und dann macht er Torjubel, Bruder, ich guck in seine Richtung, Bruder. Ich habe nur gewartet, bis er diese Nils gemacht hat. Also da kam auch so, das ganze Stadion, Bruder, geistkrank, ehrlich. Unfassbar. Ja, auch danach, Bruder, ich habe ihn halt nach Trikot gefragt. Er meinte, ich habe schon einen anderen versprochen aus seiner Mannschaft, aber er meinte, good game, you are still young, keep going. Bruder, und dann meinte er, next game, gibt er mein Trikot, Bruder. Also, wenn so einer dir das sagt, Bruder, good game, ja, normal. dann, Bruder, die ganze Branche. Mehr geht nicht. Und so, ja, Bruder, mehr geht. Das ist schon so diese Decke, darüber geht nichts Bruder, mehr. natürlich, ja, dann, auch man wird, Bruder, ich will jetzt nicht sagen, man wird jetzt abgehoben, Bruder, aber dann, man kriegt Selbstvertrauen, Bruder, weißt du. Und das ist so diese Selbstvertrauen, diese Ego geht ein bisschen hoch, so Push. Man kriegt schon einen Push, Bruder, aber nicht so arrogant. Ja, ich weiß, was du meinst. Auf gute Art und Weise. Ja. Und dann denkt man sich so, okay, Bruder, ich kann auch ballen, weißt du, ich bin auch nicht auf seiner Liga, Bruder, aber ich kann auf jeden Fall in Saudi auch gut mitzeigen. Ja, hast du ja auch gezeigt. Also du hast gute Scorer gehabt, gute Aktionen gehabt, gute Spiele gehabt. Ich habe ja auch geguckt. Leider ist es am Ende nicht so gelaufen von der Vereinsdings her. Ist leider nicht so gut gelaufen. Ihr seid leider abgestiegen. Ja, Bruder. Ja, also das muss ich jetzt fragen, scheiße, aber was ist das so für ein Gefühl einfach so einen Abstieg zu erleben? Für mich war halt sehr bitter, weil ich habe das Spiel nicht gespielt und dort ist dann so kein Einfluss mäßig, weißt du? Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für einen Fußballer, als auf der Bank zu sitzen oder sich aufzuwärmen 90 Minuten und der Mannschaft einfach nicht helfen zu können. Bruder. Und dann, Bruder, ich habe dann gesehen, diese ganzen Gesichter, nicht nur von den Spielern, auch diese Staffs, weißt du? Weil, Bruder, die leben von diesem Geld, weißt du? Die müssen ihre Familie alle ernähren. Bruder, wir Spieler schön und gut, Bruder. So, wir verdienen, Alhamdulillah, unser Geld. Aber, Bruder, diese Staffs, Physio, Kitman, Bruder, wenn es für den in die zweite Liga geht, Bruder, wird dieses Gehalt für den nochmal richtig sinken, weißt du? Ja. Weil ich dann diese Gesichter gesehen habe, Bruder, das hat mir schon sehr, sehr wehgetan. Und dann, Bruder, ich bin in die Kabine gegangen, Bruder, ich bin eigentlich ein bisschen rumgeschrien, Bruder, aber das ist ja normale Emotion. Normal, Bruder, weißt du, ich habe einfach nicht verstanden, warum ich nicht gespielt habe in so einem wichtigen Spiel. Aber es ist halt ganz normal und dann war auch schon direkt Nationalmannschaft, weißt du, halt schon direkt diesen Switch. Tamam, jetzt WM-Quali, lass das jetzt beiseite, passiert. Man wird davon nur stärker und genau, Bruder, jetzt steht immer noch nicht fest, Bruder, ob wir jetzt absteigen oder nicht, weil, ich habe ja gesagt, wir hatten ein Spiel gegen Al-Nassr, es war um 18 Uhr und die kamen um 21 Uhr erst, wegen Stau und dies, das. Ja. Und jetzt sind die gerade dabei, halt die Föderation uns diese 3 Punkte vielleicht zu geben, Bruder, aber es ist halt so 50-50. Das heißt, wenn ihr über Gericht, wenn ihr die 3 Punkte kriegt, bleibt in der Liga. Genau, dann bleiben wir in der Liga, Bruder. Aber mal schauen, Bruder, alles geschrieben. Und ja, also für mich ist dann auch, Bruder, wenn wir erste Liga bleiben, ist auch dann schon, Bruder, wäre schon viel besser, ja. Natürlich, auf jeden Fall. Ja, inshallah hoffen wir mal, dass es wirklich so kommt. Und dann ging es jetzt zur Nazio. Nur ganz kurz, ist ja
Leider nicht so gut gelaufen, aber gehört auch einfach dazu. Aber ich habe jetzt die Möglichkeit, über die Playoffs dann direkte Teilnahme für die WM zu qualifizieren. Dreiergruppen, glaube ich, 2 Dreiergruppen, 2 Spiele nur. 2 Spiele nur. Und der erste kommt direkt zur WM. Der erste geht dann direkt zur WM. Der zweite spielt nochmal Playoffs untereinander. Und danach noch irgendeine Mannschaft, lass mich nicht lügen, aus Südamerika oder sowas. Ja, ich glaube interkontinental kann, glaube ich, Afrika, Südamerika Sowas. und noch irgendwas sein, ja. Ja, Bruder, das sind jetzt ehrlich so, Bruder, es geht jetzt wirklich so um Leben oder Tod, Bruder, diese 2 Spiele. So, hoffentlich sind die in Irak, weil wir wohnen einer der 2 besten Gruppen Dritten. Ach, das wird ausgelost? Also da stand das Turnier ist bei den 2 besten Dritten. Ah, okay. Weißt du, Das heißt dann, die beiden Spiele sind dann in Irak? ja, oder genau, wie? Genau. Also 2-mal Heimvorteil? 2-mal Heimvorteil, Bruder. Aber mal schauen, Bruder, vielleicht mischt ja nochmal Saudi, Katar und so ein. Weil die haben ja diese guten, wie nennt man das, ganzen Plätze und, Achso, ja. weißt du. Und Bruder, aber ist egal, wo das ist, aber mal schauen, Das Bruder. ist ja scheißegal, weil ihr habt eh immer Heimspiel. Ehrlich. Eure Fans, die Iraker sind ja immer überall dabei. Bruder, die sind überall. Also, wir haben in Korea gespielt, Bruder. 2.000, 3.000 dabei. In Korea. Ich war ja auch beim Asien Cup, da war auch jedes Spiel immer Heimspiel. Man dachte, man ist in Basra oder so. Ehrlich, Bruder, also was diese Iraker da immer leisten, Bruder. Bruder, die haben das richtig verdient, dass wir für diese WM, Bruder, weil, Bruder, du weißt, Irak, damals, Vergangenheit, Bruder, wie viel Leid die gelitten haben. Ja. Und ich habe das Gefühl, nicht nur wir, aber wir Nationalmannschaft, Bruder, wir bringen ihnen wieder eine Freude. Und so einfach ein Lächeln ins Gesicht, Bruder. Und wenn wir uns für die WM qualifizieren, Bruder, ist einfach nur schön für die Menschen. Bruder, ich hab's ja so dann wahrgenommen so. Das ist nicht nur Fußball einfach für die Menschen da. Es ist einfach nicht nur Sport, so es ist alles. So, die leben dafür. Ich habe, als ich, wie gesagt, beim Asien Cup war, habe ich auch bei dem Interview mit Merchas gesagt, gegen Japan, wo das Tor dann gefallen ist, oder 50-, 60-jährige alte Männer weinen neben mir. Ich hatte Gänsehaut. Ich sehe mal, die weinen so nach der ersten Halbzeit. 2-0 Führung. 2-0 war das, glaube ich, ne? Und die haben einfach geweint, boah, ich kam nicht klar, so, weißt du? Da habe ich gemerkt, so, boah, okay, das ist nicht nur Fußball. Ja. Das ist nicht nur Sport. Bruder, das ist eine auch kranke Verantwortung, die man trägt. Wenn man weil dieses T-Shirt ist schon sehr schwer zu tragen. Also es ist schon, oder wenn man nicht gut spielt oder so, auch viele Spieler haben manchmal vielleicht vor dem Spiel so dieses Gefühl so, boah, was wenn ich schlecht spiele, 40 Millionen Iraker haben Hass auf mich, weißt du. Aber du weißt doch, wir sind Araber, Bruder, impulsiv, Bruder, so viele Stimmung, Ja. Bruder, weißt du. Aber wie du schon sagst, das ist ja das ist der Unterschied zwischen, wenn du für einen Verein spielst und für dein Land spielst. Weil für dein Land, du hast wirklich eine ganze Nation auf deinen Schultern. Bruder, rede. Wallah, rede, Bruder, rede. Eine ganze Nation, das ist nicht nur, du spielst für Eintracht Braunschweig, du spielst für Hannover 96, für FC Köln, das ist eine Stadt. Ja. Aber so, du hast eine ganze Nation, ein ganzes Volk ist hier so auf deinen Schultern. Ja, Bruder. Millionen von Menschen, Ja. Millionen von Kindern, die so hochgucken. Bruder, also, Bruder, natürlich schon, wie du gesagt hast, sehr, sehr viel Druck so, aber Bruder, am Ende, wenn man zockt, so auf dem Platz, Bruder, man denkt gar nicht so an diese Sachen. Ja. Man will einfach nur genießen und man denkt so, Bruder, wenn man jetzt was Gutes macht, wenn man ein Tor macht, Bruder, dann Wenn man dribbelt. wenn man dribbelt, Bruder, gute Aktion hat, dann macht man nicht nur seine Familie stolz, sondern ganze Nation, Bruder. So denke ich mir mal. Wie kam der erste Kontakt zur Nationalmannschaft zustande? Und wann? Bruder, ich war ja noch U19-Nationalspieler für Deutschland, weißt du? Ach, du hast U19. Du hast U-Mannschaft in Deutschland gespielt? U15 und U19. U19 habe ich komplett sehr Nation gespielt, haben uns leider nicht für die EM qualifiziert, unter Hannes Wolf. Und dann war ich bei Feyenoord, dann war ich U20, war ich so 2-3 Mal auf Abruf, U20-Nationalmannschaft. Und dann kam halt immer, auch als ich U19 in Deutschland gespielt habe, Bruder, immer die Iraker unter den Kommentaren, der ist Iraker, wie ist das. Da habe ich schon gemerkt, so, Bruder, da ist jetzt ein bisschen Krieg und so, Bruder. Und bei U19-Nationalmannschaft, da haben die so Pädagogin, ne? Ja. Die kommt so zu mir immer so wie fühlst du dich eigentlich schon so in diesen Kommentaren und so. Ich bin Iraker.
So, ich meine so, meine Wurzeln kommen ja, weißt du, aber ich spiele ja gerade für Deutschland, so. Ich habe gerade komplett den Fokus hier. Und dann kam halt der zu Kontakt, hat der damalige Trainer dann, Jesus Kassat, hat mich dann angerufen. Ach, du bist direkt A-Nationalmannschaft? Nein. Er wollte mich zur A-Nationalmannschaft bringen, anrufen. Aber ich meinte, das ist dann, wenn ich zur Nationalmannschaft Irak gehe, dann kann ich nicht so mäßig wieder nach Deutschland, checkst du? Hat er mir einen Vorschlag gemacht, er meinte, guck mal, du gehst zur U20 WM mit Irak, zur U20 WM gehst du schaust dir das an und dann kannst du wieder dich umentscheiden, weil das ist ja noch Jugend. Bruder, ich gehe diese U20 WM, erstmal die 2 Spiele davor, wir haben in Brasilien gespielt. Gab es irgendwen, den man kennt? Oder Savinho zum Beispiel. Ja. Savinho, der bei Real, Endrick. Ja. Endrick, die beiden waren da. Weil Savinho ist geistkrank. Einfach Mahrez-Kopie, ne? Der ist unfassbar. So, Bruder, und dann, Bruder, ich gehe zu dieser Nationalmannschaft, Bruder, ich fühle mich so richtig so herzlich einfach, Bruder, ich habe unnormal Spaß am Fußball, ne? Und dann, ich sehe dann den Cheftrainer, Nationalmannschaft, er kommt so, wie fühlt sich der Mensch? Ich meinte, ich will für immer für Irak spielen, habe ich gesagt. Ich meinte, ich bin hier zu Hause und so, ich möchte für dieses Land spielen. Das ist meine endgültige Entscheidung. Dann habe ich das auch dann, der Hannes Wolf dann, denjenigen U20-Nationalmannschaftstrainer, da habe ich gesagt so, dass ich mich jetzt für Irak entscheide. Und war mit einem ganz super Trainer, habe gesagt, so, das ist deine Entscheidung und alles Gute dir da auf deinem Weg und so. Wie unfassbar stolz waren deine Eltern? Bruder, Eltern kriegen Anrufe aus Slimani, Erbil, Sachum, Bagdad, Bruder, überall wo ich Familie habe. Bruder, geistkrank, ja, so. Es ist krank so, wenn die dann sehen, Neffe, Cousin oder so spielt dann für ja, mein Freund, Bekannter. Geistkrank, Bruder. Und dann, erstes Spiel dann, Nazio. WM-Quali dann auch direkt, als ich reinkomme, direkt getroffen, Bruder. Und dieses Stadion, 70.000, Bruder, ist explodiert, Bruder. Krank. Nein, das kam noch nicht. Ja, das kam noch nicht, Bruder. Diese ganz normale Jubel. Bruder, krank, ja. Allah. Glaube ich dir. Muss ein krankes Gefühl sein, Bruder. Wie gesagt, Land für Land zu spielen ist immer was sehr, sehr Besonderes. Ja, gut, Bruder, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Ein paar Fragen habe ich noch. Der beste Gegenspieler, den du je hattest? Ein Gegenspieler? Ja. Offensiv, also sei es so als offensiver Gegenspieler und gegen den du als Defensiver gespielt hast, der dich verteidigt hat. Bruder, offensiv, ich würde sagen, abgesehen von Ronaldo, Benzema und so, ja. Ich würde sagen, Diaby. Bei Al-Ittihad, ne? Ja. Diaby, Bruder, wie schnell der ist, Bruder, ich habe sowas noch nie gesehen. Bruder, ich bin schon zwar schnell, sehr schnell, ja. Aber Bruder, was der für einen Antritt hat, Bruder, und dann, wenn du die ganze Zeit verteidigen musst, Bruder, du hast keinen Ausdauer mehr, Bruder, er geht ganz schnell an dir vorbei. Also sagst du, war für dich so krasser als Mahrez und so? Bruder, Mahrez, er ist halt technisch unnormal begabt, aber... Also dieser erste Kontakt, unfassbar, Bruder. Aber so bei Diaby habe ich gemerkt, so, Bruder, er kann aus dem Nichts so gefährlich werden. Bruder, Mahrez braucht Platz, weißt du? Ja. Aber er braucht keinen Platz. Also er kann mit einem Antritt, Bruder, kann er 2, 3 Spiele einfach so. Und gegen den du am meisten Schwierigkeiten hattest? Gegenspieler? Merchas Toski. Bruder. Bruder, gegen Merchas hatte ich auch natürlich meine Duelle. Wir haben ja zusammen gespielt, deswegen weiß ich, wie das ist. Weißt du, Bruder, jedes Training Nationalmannschaft, Bruder. Du weißt ja, wie gut wir sind. Ja. Das ist mein Bruder. Aber nur dein Bruder. Auch. Aber Bruder, auch bei Training Irak, Bruder, Merchas Mentalität, Bruder. Dass diese an den Rücken kleben, nicht aufdrehen Bruder, lassen, ne? Und Bruder, wir hatten da schon ab und zu im Training so ein paar Duelle, Bruder, so, wo wir richtig so angepisst sind, und Bruder, obwohl wir so sind, ne? Ja. Und danach natürlich, Bruder, wir sind wieder Best Friends, aber Bruder, im Training, den juckt nicht, ob du dein Vater bist, ob du dein Bruder bist, ob du dein Cousin bist, Bruder. Wie der mit dir umgeht, Bruder, auf dem Platz, Bruder, ist... Gegen sowas will man nicht spielen, Bruder. Weißt du, was unser alter Trainer mal gemacht hat? Bei Abschlussspielen? Er hat mich nie mit Merchas zusammenspielen lassen. No. Weil wir waren die Einzigen, die immer so 100%, 200% Gas gegeben haben, weißt du? Ja. Und er wollte immer, dass wir die anderen mitziehen. Dann ich habe zwar nicht außen gespielt, ich habe immer Zentrum gespielt, aber damit ich gegen Merchas spiele, hat er mich dann immer auf die Außenbahn. Ich habe rechts außen gespielt und er hat Linksverteidiger gespielt, damit wir immer diese Duelle haben.
Wir haben uns immer so gezogen, gezerrt, weißt alles du, gemacht, auf Boden. Der ist ekelhaft, Bruder, ja. Allah. Oder der weiß ja, ich bin schnell, trickreich und so, oder er gibt mir, also er versucht, der kommt direkt an meinen Arsch, weißt du, dann kann man nur meistens einen. Du kannst nicht drehen. Nein, man kann nicht aufdrehen, Bruder. Also gegen Merchas, Bruder. Und das nur im Training, Bruder. Ich will gar nicht wissen auf Platz, Bruder, weißt du. Ja, Bruder, ich sag Merchas, Bruder. Weil der macht jetzt Champions League Quali, Bruder, weißt du. Bruder, Wir sind stolz auf dich, Bruder. Von wo kam der, Bruder? War noch vor ein paar Jahren Bauarbeiter. Wenn ihr wissen wollt, von wo er kam, guckt doch mal ein YouTube-Dings-Interview. Erste Talk, Bruder. Ja, Erste Talk von der Baustelle in die erste Liga. Aber jetzt, nächste Saison, Champions League. Champions League, wir sind sehr stolz auf dich. Bruder, Allah. Bester Mann. Ja, und besonders das Spiel, wo du sagst, so, das ist so in meinem Kopf geblieben, das besonderste Spiel für dich? Einmal Nationalmannschaft, dieses erste Spiel gegen Indonesien und Al-Nassr. Weißt du? Al-Nassr gegen Ronaldo, die gewinnen 2-0 und trotzdem bist du Man of the Match. Das war so, Ja, das ist schon. Ja. Und Bruder, mit Viktoria Köln, als ich 17 war, auch DFB-Pokal gegen Hoffenheim, war auch schon eine geile Erfahrung. Zu Hause oder bei? Zu Hause. Verlängerung verloren wurde, aber war auch ein geiles Spiel. So diese 3 Spiele. Wann oder beziehungsweise wo hattest du bei dir Klick gemacht, so, ey, ich bin jetzt Fußballprofi? So, wann hast du dich wirklich so wie ein Fußballprofi gefühlt? So, wann ist dir das bewusst geworden? Bruder, ich hab dir ja gesagt, ich hatte bei Viktoria Köln, ich hatte 7 Trainingseinheiten, vielleicht 1,5 Wochen, Bruder, dann direkt Startelf gespielt gegen Duisburg, dann immer im Kader gewesen, dann auf einmal nächste Woche gespielt, weißt du? Bruder, am Anfang hat man es gar nicht realisiert, weil das ging so schnell, Bruder, so schnell. Und dann so, wenn man merkt, so, man hat seine erste Preseason mit der ersten Mannschaft, Bruder, man hat diese Routine, kommst zum Training, du weißt, okay, Fußball nach Hause. Das ist so jetzt deine Routine, Bruder, dann merkst du, okay, du hast es geschafft, Bruder. Ich bin jetzt angekommen. Ja. Das muss ein krankes Gefühl sein, ne? Das war, Bruder. Und dann kommen deine Eltern zum Stadion und so, Bruder. Und dann Du machst diese Aufwärmen, du guckst, du machst. Ehrlich, Bruder, immer. So, ne? Immer, Bruder. Die waren überall, Bruder. Die waren auch Olympische Spiele dabei. In Paris? In Paris, Bruder. Otamendi war auch kranker Gegenspieler, Bruder, jetzt. So. Otamendi. Brett, Bruder. Also, wie war Kanté? Bei Kanté hast du doch auch Duelle gehabt. Ja, Kanté hatte ich auch ein paar Duelle, Bruder. Ein paar hat er gewonnen, ein paar habe ich gezogen. Aber, Bruder, wie viel der läuft? Ja, weil viele sagen, also wenn du die ganzen anderen Stars fragst, alle sagen, unangenehmster Gegenspieler Kanté. Kanté. Ja, Bruder, erstmal für mich Merchas, dann Kanté vielleicht. Vielleicht, Bruder. Bruder, aber Kanté, Bruder. Man merkt auch, jeder denkt so defensiv, aber Bruder, was er auch am Ball kann, ist auch krank, ja. Bruder, auch super. Ich hatte einmal mit dem Doping und Bruder, der war auch so richtig so... Also Dopingtest. Dopingkontrolle nach dem Spiel. Bruder, der war auch unnormal korrekt, Bruder, hat mich so noch komplette Karriere gefragt und so, weißt du? Also so wie man über ihn im Internet erzählt, so bodenständig. Noch bodenständiger, Bruder. Noch süßer in Real Life. So einen süßen Kopf, Bruder. Einfach sein Planeten. War richtig süß, Wallah, unfassbar. Man will so seine Wangen so festhalten. So. Ich habe ihn auch einmal freitagsgebet getroffen in Jeddah, Bruder. Ja. Hast du wieder gequatscht mit ihm? Bruder, wir haben nur kurz Hallo gesagt, Bruder. Ich war jetzt zum Training, so. Bruder, nix so. War schon stark. Ja. Nächste Frage. Das besonderste Tor für dich? Besonderste Tor? Ich würde sagen gegen Oman. WM-Quali. Die ist 1-0. Ja. Da hatten wir schon sehr viel Last auf den Schultern. Da war ehrlich eine komplette Nation, Bruder. Ja. Weil wir haben gegen Jordanien gespielt und du weißt, Irak-Jordanien, was da für ein Dings ist. Ja. Und 0-0 gespielt, Land unzufrieden, Bruder. Wir fahren nach dem Spiel wieder zum Hotel. Ich krieg nur so Side-Eyes von den Fans, Bruder. Und dann dieses Spiel, Bruder, als wir dann gewonnen haben, Bruder, ging wieder so eine Last, Bruder, einfach raus. So, letzte Frage. Dein persönlich All-Time Starting 11 in der Fußballgeschichte? Starke Frage, ja. Ich würde sagen... Wir kriegen hier gerade übrigens einen Anruf. Die Ram, Bruder. Bis Mom. Wir sind gerade mitten im Interview. Lava.
Ja, wir haben auch gerade über dich Wir haben geredet. gerade über dich geredet. Die meinten, wer ist dein schlechtester Gegenspieler? Aber weißt du, was Ding war? Aber weißt du, was Dings ist? Bei jedem Interview bist du irgendwie immer dabei. Immer, Bruder, ja? Weil, können wir dich zeigen? Ich stand das Handy hin. Voilà, hier ist der, ja? Siehst du mal den? Warte, ich weiß nicht, guck mal. Zeig mal. Hier ist der Bra. Ja, Seid ihr Panova? ja, wir sind Panova. Ja, da war nur gute Beispiele, mach dir keinen Kopf. Um zu wissen, was er gesagt hat, musst du das Interview sehen. Aber ruf dann an. Heide. Bester Mann, ja. Wieder war Merchas in einem Video beteiligt. Wie immer, meine Mutter sagt immer so, egal mit wem du ein Video machst, irgendwie ist immer Merchas am Ende da. Bruder, ehrlich, Mechas, Bruder. Wie nennen wir den? Wollen wir sagen? Bruder, sag Leider, ja. Den Pro-Clubs, Bruder. Diktator. Diktator nennen wir ihn. Er ist ehrlich. Wir zocken Pro-Clubs. Wir haben eine Mannschaft, die heißt FC Bocha übrigens. Mit mir vorne drin, Jaminho links, Merchas rechts und Aminio, Arian auf unser neuer Sechser. Ja. Auch das nächste große Ding, inshallah, im Fußball, irakischen Fußball auch. Dein Bruder mit viel Talent, Ja, Bruder. geht jetzt in sein erstes Herrenjahr. Genau, Bruder. Er war jetzt U19 Aachen, hat dort gut gemacht, Bruder, aber weiß ja, wie Dings das Fußball hat. Die meinten, Profivertrag geben wir den nicht. Ja. Das Bruder ist ja Oberliga, Bruder, hat ein gutes Gefühl bei dem und du weißt ja, wenn man dort gut macht, geht ganz schnell hoch. Natürlich, Bruder, ist jung. Sehe Merchas, Bruder. Wir sind aus der Landesliga gekommen. Wir hatten kein NLZ, nix. Und so wie ich ihn gesehen habe, dein Bruder, extrem viel talentiert. Inshallah bleibt er verletzungsfrei und schlägt in sein erstes Herrenjahr ein und dann geht es Step by Step nach oben. Also Arian, wenn du das siehst, Bruder, liebe Grüße, gib Gas. Bruder, ja. Und zock nicht so viel Pro-Clubs. Zock aber mit uns. Mit Bocha. Bucher, Bruder, ja, Bruder, so. So, kommen wir zurück zur Frage. Ja. Dein Bruder, All-Time 11. ich mache jetzt eine kranke Aufstellung. Ich bin gespannt. Torwart, Bruder, Neuer. Gehst du mit? Nein. Wer für dich? Für mich würde ich Buffon nehmen. Wovon? Bruder, Neuer, es war schon krank. Links Marcelo. Rede, Bruder, ja. Ich sag Maldini. Bruder, ich hätte jetzt Maldini und Sergio Ramos auf Innenverteidigung. Ja. Maldini, Sergio Ramos, rechts Dani Alves, 100%. Für mich IV schwer. Ja. Nesta. Ja. Alessandro Nesta würde ich nehmen. Und ich Das würde war so, da habe ich, boah, ich kenne die Spieler nicht. Ich kenne nur Ja, ein das ist paar so. TikTok-Edits, Bruder. Nesta und schwer jetzt, aber ich würde auch Sergio Ramos nehmen. Rechts würde ich Cafu nehmen. Ja, Bruder, Cafu war auch stark, aber Dani Alves, so auf 6, Bruder, hört ist Aber was nehmen wir Formation? 4-3-3. Sag mal. Sisu, warte, nein, Sisu für mich auf 6. Jesus Hört zu, Bruder. Sisu, Iniesta und Modric. Diese 3, Bruder. All-Time. Ja, für mich. Bruder, bei mir sehr schwer, ne? Sehr, sehr schwer. Ich weiß nicht. Das im Mittelfeld ist Qual der Wahl. War der Wahl, Bruder. Ich würde 6 würde ich so ein Abräumermäßig Boah, ich hätte nehmen. gesagt Busquets, Bruder, aber Bruder, Sisu muss Ich würde Makalele oder Kanté auf 6 packen. Ja? Ich brauche einen Sechser. Abräumer. Bruder, wenn du diese Mannschaft hast, du brauchst keinen Sechser, Bruder. Hast du den Ball? Du hast nur Ball die ganze Zeit. Die Gegner am Abstoß, Ehrlich, du kriegst Ball. weil du Torschuss verkackst, Du Abschluss. kriegst Ball, Bruder, ja. Ich weiß, ich würde Makalele nehmen. Ja. Du kennst Makalele, ne? Chelsea? Ja, die sagen ja, Kanté ist der neue Makalele. Yeah, ich hab von ihm gehört, Bruder. Mourinho meinte mal über ihn, nicht falsch verstehen, er ist kein Fußballer, er ist ein Sklave. Pay. Nicht das Drogba, aber Makalele war, weil Bruder, er war nicht normal. Ja? Ja, also abräumermäßig, das ist nicht normal. Er hat 3 Lungen. Makalele würde ich nehmen, Sisu würde ich nehmen. Ja. Oh, jetzt kommt's, Bruder, das ist schwer, Alter. Iniesta. Ja, Bruder, rede. Bruder, links Neymar. Muss. Rechts Messi, Stürmer
CR7. Links Ronaldo, Cristiano. Vorne Ronaldo Fenomeno. Rechts Messi. Wir haben einfach Pro-Clubs gespielt, da ist einfach diese Charakter gemacht wurde. Ihr habt ihn einfach verjagt aus dem Verein. Adriano jetzt. Jetzt Adriano, aber Adriano ist gut, Bruder. Adriano macht sich gut, Bruder. Ja. Obwohl Diktator sagt, komisch, er trifft, aber irgendwie passt bei dem nicht, ja. weil er zu viel trifft, sagt er muss weg. Krank, ja. Ja, Bruder, ist gut. Wen hat zu Recht? Messi. Ja, ja, Bruder. Ist auch Aber gut. ich muss sagen, vorne, Bruder, habe ich noch, Bruder, ist schwer, Thierry Henry, Neymar auch für mich, einer, aber, Bruder, Fenomeno muss für mich vorne rein, deswegen habe ich Cristiano. Ich habe so ein paar Highlights und so gesehen, aber ich war nicht so in dieser Ära. Unglaublich. Ich sage, ohne Verletzung der Beste aller Zeiten. Ja? 100%. Krank. Ich habe so gesehen, weil in Deutschland und so ein paar Champions League Spieler. Da hat er Kreuzbandriss schon so gehabt, ne? Und der war übergewichtig. Krank. Gegen Deutschland und so. WM. Deswegen. Aber für mich, Bruder, Neymar ist der Beste. Dein Idol? Ja, Neymar ist Schon immer gewesen? schon immer, Bruder. Ja. Man hat doch angefangen mit dieser Santos-Filme, Bruder, hat man nicht reingezogen. YouTube-Zeiten. Ja, und dann, Bruder. Der ist ehrlich dieser Prinz, Bruder, der nie König. Leider. Bruder, aber auch wegen Ronaldo Messi, Bruder. Wäre der in dieser Generation hier, Bruder, die Leute wären Ballon d'Or-Sieger mit 20 Toren, Bruder. Und hätte er sich nicht verletzt, hättest du einfach gegen ihn gespielt. Ja, Bruder. Ich hab den im Stadion gesehen, oben bei diesem Aura? Bruder, Drip. Und nicht Aura, Drip. Abu Drippy. Abu Drip, Bruder, ja, geistkrank. Danke für deine Zeit, Bruder. Ja, danke dir. Danke für dein Interview. Das erste Mal, dass ich jetzt sowas mache, so in Deutschland, Bruder. Nur für mich. Nur für dich, Bruder. Abu Sainek. Geistkrank, Bruder. Wallah, hat mich gefreut. Bruder, ich danke dir für deine Zeit. Ich liebe dich, mein Bruder. Danke. War mir eine Ehre. Und das Trikot verlosen wir nicht. Das ist mein Trikot. Ja, Ja, sehr gerne, Bruder. danke, dass ihr falls ihr bis zum Ende geguckt habt, geschaut habt. Vergisst nicht, die Glocke zu aktivieren, zu abonnieren, das Video zu teilen, zu kommentieren, zu liken. Ich weiß, ich war ein bisschen jetzt inaktiv, aber das wird sich die nächste Zeit jetzt ein bisschen ändern. Es werden noch Challenges kommen, wenn es zeitlich passt, auch gegen Yusuf Vielleicht mal nach Saudi, Bruder. nach Saudi. Oder Machen wir ein Umrah zusammen. Oder mal Umrah, Bruder. Inshallah, Bruder. Und danach machen wir Challenges. Auf jeden Fall werden Challenges kommen. Ich hatte auch ein Trainingsvideo, das wird noch höchstwahrscheinlich kommen. Deswegen bleibt dran. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Assalamu alaikum. Salam. Ja, das war das Video und das sind jetzt so die Outtakes. Soll ich die ganz am Ende packen? Mach. Die packe ich dann ganz am Ende und die treuen Zuschauer sehen dann. Wir sehen dann. Ja, die zu Ende geguckt haben, sehen dann diese Dinger. Oder? Rede. Ja, dann müssen wir. Ja.